Hallo Autofreaks, ich bin Alex und bei Ultimate Autobahn zeige ich euch heute Fords Geodreieck auf Koks mit 3 Zylindern, den Ford Fiesta ST Mk8. Beim Fiesta kommt es einem so vor, als würde man einem uralten Bekannten ins Gesicht sehen. Denn seit 2008 mit der 7. Generation sieht das Fahrzeug wirklich sehr, sehr ähnlich aus. Ich habe immer, wenn so einer an mir vorbeifährt, das Gefühl, ein Geodreieck sei jetzt erwachsen geworden und habe endlich seinen Berufswunsch, Auto zu sein, in Erfüllung gehen lassen. Und genauso verhält es sich im Grunde auch. Der Radstand ist nämlich nur um 4 mm gewachsen, aber das Fahrzeug plustert sich eigentlich nur im Design größer auf. Ihr habt hier größere Scheinwerfer, größere Überhänge, aber zum Beispiel im Innenraum, auf den ich später eingehen werde, ist davon jetzt nicht so viel zu sehen. Als typisches Ford-Erkennungsmerkmal öffnet auch der Fiesta wie ein segelnder Manta weit sein mit Wabengrill verschlossenes Maul. Und als ST darf sich der Fiesta natürlich an der Optik einiges mehr rausnehmen als die normale Ausführung. Angefangen vorne bei den größeren Überhängen mit den Schwertern, die sich hier tatsächlich bei dem silbernen in Grau absetzen und die Nebelscheinwerfer umfangen und wie so ein Pflug die Luft durchschneiden wollen. Setzt es sich ums gesamte Fahrwerk rumrum fort, dass er andere Schweller hat. Die breiten Backen füllt der ST mit 18 Zollern auf roten Bremssätteln, die im Design dich irgendwie wie ein schwarzes Loch drehend in das Motorsport-Universum einsaugen. Auch an der Seite sind natürlich die breite ausgestellten Schweller zu sehen und hier, ja, das, was ich gesagt habe, diese Geodreieck-Optik, auch in den Fenstern, wobei mich das tatsächlich irgendwie an den Hofmeisterknick ein bisschen erinnert. Interessant wird es dann tatsächlich am Heck, wo sich das Ende in einer Diffusoroptik abschließt und mit einer doppelflutigen Klappensport-Auspuffanlage. Ich finde, das sieht sowohl sportlich als auch markant aus, ohne dabei mit zu großen Überhängen zu zeigen, dass es ein Sportmodell ist, sondern es ist eher dezent gehalten. Mir persönlich gefällt das, weil ich finde es cooler, irgendwo diese Spannung im Design zu sehen und damit zu erkennen, dass vor allem eigentlich irgendwie ein kleines Kätzchen sitzt, aber definitiv scharfe Krallen haben muss. Dennoch frage ich mich irgendwo, warum Ford so stark beim ST spart, denn im Grunde ist die ST-Line, also das Sportmodell vom normalen Fiesta, komplett gleich bei den ganzen Schwellern. Nur am Heck gibt es diesen Unterschied. Und das, finde ich, könnte sich der ST eigentlich schon ein bisschen stärker unterscheiden, als nur jetzt an der Front zum Beispiel den Wabengrill dann auch noch in den Spoiler unten fortzusetzen, was jetzt beim ST-Line nicht so der Fall ist. Aber das ist einfach zu wenig Unterscheidungsmerkmal. Am Heck spannt sich dann natürlich hier auch noch ein Dach-Heck-Spoiler, der zwar nicht für enorme Downforce sorgt, aber schon für eine gewisse Stabilisierung. Vom Vorgänger Mk7 am meisten unterscheidet es am Heck dann tatsächlich die Heckleuchten, weil nicht mehr wie davor diese verspielten, vom Dach runterlaufenden Heckleuchten da sind, sondern eben diese quer verlaufen und damit ernster dreinblickenden Heckleuchten. Und was mir ganz besonders gefällt, ist einfach dieser kleine Akzent, den Ford hier setzt, indem sie die LED-Rückleuchten noch mal ein bisschen weiter reinlaufen lassen. Ich finde, das macht so ein kleines Ausrufezeichen ans Heck. Nachdem ich jetzt einmal komplett um das Fahrzeug rumgegangen bin, kommen wir aber jetzt zum Hauptunterscheidungsmerkmal, das einem sofort ins Auge springt, nämlich die Voll-LED-Scheinwerfer mit dem wie eine Brille aufs Gesicht ziehenden LED-Tagfahrlicht. Dieses Tagfahrlicht ist so verdammt hell, dass es einem einfach direkt die Augäpfel ausschmelzen will, wenn man den direkten Blickkontakt einnimmt. Ich finde, die sind so krass hellweiß, dass ich mich frage, wie Ford das legal eintragen konnte. Also ich finde jedes Mal, wenn so ein Fiesta an mir vorbeifährt und die hat, das blendet wie Sau und ist ein richtiges Erkennungsmerkmal. Ich finde es wunderschön, weil das ist ein Statement. Ich fahre hier einen Ford und für den hat man sich auch definitiv nicht zu schämen. Auf den kann man ganz schön stolz sein, wie wir nachher auch beim Fahren sehen werden. Die Voll-LEDs, die kosten allerdings 750 € Aufpreis. Gefällt mir also das Design? Definitiv. Der Mk8 sieht endlich erwachsener aus. Der Vorgänger sah irgendwie wie ein rasender Lollipop aus, gerade mit den von Dach runterlaufenden Heckleuchten. Das sieht jetzt einfach viel, viel ernster aus. Und gerade hier in der ST-Form mit den dezent sportlichen Schwellern gefällt er mir besonders gut. Er sieht einfach aus wie ein Sprinter, der in den Startlöchern ist unter Vollspannung, ohne dabei zu viel aufzutragen. Am meisten beeindrucken mich aber, wie gesagt, die LED-Tagfahrlichter, die sind einfach der Wahnsinn.
Ein Auto mit einem richtigen Statement. Und jetzt mal schauen, ob es sich im Innenraum weiterzieht. Als ich mich das erste Mal in den ST gesetzt habe, kam es mir vor, als würde ich in einen Jet steigen, weil mich dieses Display hier mit diesem ST Performance Schriftzug begrüßt hat. Das ist schon richtig geil. Also ich finde, das ist speziell, so begrüßt zu werden. Allerdings gleichzeitig gibt es mir so ein bisschen Gedanken, wie wirkt sich das auf die Batterie aus, wenn das jedes Mal angeht, sobald ich die Tür aufmache. Das kann gerade im Winter schon einiges an Batterie ziehen und wenn man ihn nur auf Kurzstrecke bewegt, hält die Batterie dann nicht sehr lang. Nach der Überraschung hier beim Einsteigen fällt einem sofort auf, dass alles sehr klar und einfach gestaltet ist. Es ist nicht mehr wie beim Vorgänger so, dass in der Mitte eine aus einem Alienschiff anmutende hässliche Schalterwut herrscht, sondern es gibt weniger Schalter, die sind explizit für die Funktionen ausgerichtet, die man braucht und nicht zu viele. Was mir gefällt, ist, dass man nicht alles über das Navigationssystem, über den Touchscreen anwählen muss, sondern zum Beispiel ganz bequem einfach hier direkt die Lenkradheizung oder andere Sachen auswählen kann, ohne sich durch 1000 Menüs zu klicken. Vom Aussehen her ist hier alles schön gestaltet. Vor allem gefällt mir das Design vom Bildschirm, das ist wunderschön gemacht. Auch die Buttons hier in der Mitte sehen toll aus und fassen sich auch gut an. Anders sieht es allerdings aus bei den Schaltern am Lenkrad und auch hier an der Seite für die Fensterheber. Das Ganze mutet eher an Schalter aus den 90ern an als an heute und die Haptik ist wirklich eklig, weil extrem viel Hartplastik, der sich im ganzen Innenraum fortsetzt, verwendet wird. All das hier ist ekliger Hartplastik. Und das fühlt sich nicht gerade geil an. Da merkt man schon den enormen Sparwillen bei Ford, denn es ist ja auch im Grunde eines der Einsteigermodelle in der Marke. Das Sync 3 Navi finde ich wirklich formschön, allerdings in der Menüführung finde ich das nicht besonders toll. Auch hier das Design von dem Ganzen sieht eher altbacken als modern aus. Für einen satten Klang soll das Bang & Olufsen Soundsystem sorgen. Das macht auch schon wirklich ordentlich Lautstärke. Ich finde, es fehlt ihm allerdings an klanglichem Volumen. Es ist laut, es ist klar, auch in der Ausstrahlung, aber es fehlt so das gewisse Etwas, dass man die Musik wirklich spürt. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Ford im Verlauf der MK8-Serie ein paar Veränderungen eingeführt hat, wie das zum Beispiel den Subwoofer aus der Kofferraummulde in die Seite gesteckt hat und somit auch wieder ein kleineres Teil und damit günstigeres verwenden konnte. Hier an der falschen Ecke gespart. Ich finde, wenn man ein Soundsystem reinhaut, dann soll es auch wirklich, wirklich satt klingen und das tut das Bang & Olufsen meiner Meinung nach nicht. Jetzt unterscheidet sich der ST natürlich in den fahrwichtigen Eigenschaften Lenken und Sitzen vom Standard. Und hier habt ihr ein etwas dicker gehalteneres, unten abgeflachtes Lenkrad, das wirklich toll in der Hand liegt. Und auch wenn einige das irgendwie in der Haptik kritisiert haben, ich finde, dem ist gar nicht so. Ich finde, das fäst sich schön an und das liegt wirklich, wirklich gut beim Fahren. Sitzen tut ihr in exklusiven Recaros mit ordentlich Seitenhalt. Die sind sehr straff ausgelegt. Hier sogar mit dem Exklusiv-Lederpaket ausgestatteten Version, wo ihr in der Außenbahn Leder habt, in der Sitzmittelbahn in einem besonderen Stepp gehaltenen Stoff. Die Recaros sind wirklich sehr tailliert geschnitten und geben dementsprechend einen äußerst starken Seitenhalt. Das ist mega toll auf Kurvenfahrten. Gleichzeitig sind sie eigentlich so eng, dass man selbst auch mit ein bisschen kleinerem, breiten Becken irgendwie unkomfortabel sitzt, vor allem auf längeren Strecken. Ich bin jetzt ja nicht so breit wie ein Türsteher, aber selbst ich merke das. Und wer jetzt ein bisschen mehr Gewicht drauf hat, der wird es auf jeden Fall unangenehm zu spüren bekommen. Auch hier oben tatsächlich muss ich sagen, an den Schultern, da zieht sich dieser Sitz so ein bisschen nach vorne und dadurch hat man eigentlich immer ein bisschen so eine gekrümmte Haltung. Da könnte ein bisschen mehr Ergonomie sein. Auch hinten, wenn man sitzt, ist es so, dass einem relativ wenige Beinfreiheit bleibt, obwohl ja das Auto eben 7 cm außen gewachsen ist es eben innen gleich geblieben, so wie ich gesagt habe, über den Radstand. Und auch am Kopf, mit meinen 1,80 hast du hier vorne gar keine Probleme, kannst du bis 2,8 Meter sitzen, ist super, aber hinten geht der Kopf in die Seitenstellung. In jedem Fall bieten die Recaros einen enormen Seitenhalt und vermitteln einem sofort, dass man in einem ordentlichen Stadtflitzer sitzt. Und das macht sofort Lust, den Startknopf zu drücken. Und genau das machen wir jetzt auch gleich mal. Mit einem deutlichen Zittern erweckt ihr den Dreizylinder-Turbo zum Leben und es faucht sofort aggressiv aus der Klappenauspuffanlage. Jetzt ist nur die Frage, ob dieser Dreizylinder auch halten kann, was er verspricht, denn viele werden sich von euch bestimmt jetzt schon bekreuzigen, dass das kein Vierzylinder ist und das gar nicht koscher finden. Aber schauen wir doch gleich mal auf der Strecke, was da die Werte sagen. Den ST hier gibt es nur als Schalter und ich muss sagen,
Die Schaltkulisse ist wirklich sehr geschmeidig und lässt sich super leicht schalten. Die Gänge, die flutschen so richtig in den nächsten Slot. Ihr habt hier 3 Fahrmodi, Normal, Sport und Rennstrecke. Auf Rennstrecke ist sogar das ESP aus. Da wir jetzt eine wirklich sehr nasse Strecke haben, lassen wir dann mal den Sportmodus drin. Und im Sportmodus öffnet sich dann sofort die Klappenauspuffanlage. Obwohl der Sound ja wirklich wunderschön bassig und kernig ist, ist es so, dass er weiterhin durch die Lautsprecher unterstützt wird. Was meiner Meinung nach unnötig ist, da der Dreizylinder durch seine ungleichmäßige Zahlenform eigentlich schon selbst so ein total interessantes Klangbild erweckt. Also meiner Meinung nach punktet der Dreizylinder beim Thema Klang. Und somit gebe ich hier definitiv einen Haken, dass ein Dreizylinder optimal in diesem Fahrzeug ist. Aber wie ist es da mit der Leistung? Kann der was? Wenn man ihn jetzt hier drückt, dann kommt auch wirklich Vortrieb. Also er geht schon richtig ab. Er sitzt halt wirklich gierig am Gas. Typisch Dreizylinder. Mich erinnert es halt eher an Motorräder. Wenn ihr nehmt, so ein Vierzylinder ist natürlich laufruhiger, aber bei einem Motorrad, zum Beispiel ein Dreizylinder, der ist halt gierig. Wenn du den jetzt hier runterschaltest, dann nimmt er die Leistung an, zack, du drückst rein, er dreht nach vorne. Es ist natürlich aber so, dass die Leistung dann wirklich eben erst sehr spät kommt. Hier auch die 200 PS erst bei 6000 Umdrehungen. Und das heißt, den muss man halt schon immer am Drehen halten. Allerdings ist es jetzt so, dass dieses sehr kleine Herz wie auf Koks so hart drehen will, dass Sprints echt hektisch werden. Beim Schalten kommt ihr wirklich super schnell in den Begrenzer rein, müsst sehr schnell umschalten und selbst wenn das eigentlich aus geübter Hand dann geht, ist es so, dass er einfach im ersten und im zweiten Gang enorm durchdreht. Und das, obwohl er ja eigentlich 100 Kilogramm zu seinem Vorgänger sogar zugelegt hat, trotz des kleineren Motors. Auf 100 soll er übrigens in 6,5 Sekunden schaffen. Abhilfe kann auch das Performance-Paket für 1100 € extra schaffen. Hier ist dann nochmal ein Sperrdifferential an der Vorderachse verbaut und ich habe gehört, das soll tatsächlich eine Verbesserung bieten, die dann auch für einen Vortrieb sorgt. In den weiteren Gängen setzt sich dann der Vortrieb echt sehr gut fort. Allerdings, wenn man jetzt schneller fahren will, dann wird er zäh. Bei höheren Geschwindigkeiten merkt man einfach, dass es da die Puste ausgeht und mehr Hubraum natürlich besser wäre. Aber mal ehrlich, wer will diesen kleinen Flitzer denn auf die Autobahn jagen? Es ist doch viel, viel spaßiger, den mit extremen schwankenden Gaskicks durch Kurven zu manövrieren. Damit das Dreizylinder-Thema für mich auch vorteilhaft geklärt ist, wie ist es eigentlich mit der Fahrdynamik? Was gleich zu sehen ist, dass ihr mit nicht mal einer Lenkumdrehung den vollen Lenkwinkeleinschlag habt. Das bedeutet, ihr habt hier eine sehr direkte Lenkung, mit der ihr sehr präzise einsteuern könnt. Der Kleine hier lässt sich wirklich dynamisch durch Kurven bringen, aber man muss sagen, dass er schon hart untersteuert. Er schmiert dann auch in wirklich sehr engen Kurven ordentlich und das bedeutet, man muss ihn einfach einzufangen wissen. Allerdings ist es so, dass viele tatsächlich es schaffen, den auch mal auf 3 Beine zu setzen. Mit einem guten Lenkwinkel, einem kurzen Gas wegnehmen, lässt man nämlich auch ordentlich das Heck kommen. Wo es allerdings hapert, das sind die Bremsen. Tatsächlich, die sind nicht so gut. Da könnte einfach noch mal ein bisschen stärkere Verzögerung sein. Und vor allem bei mehrfachem Betrieb, wie jetzt auf der Rennstrecke, habe ich mitbekommen, dass diese echt enorm faden. Wie sieht es eigentlich bei den Kosten und der Zuverlässigkeit aus? Starten tut das Ganze hier bei ca. 23.000 €. Aber ehrlich gesagt, das Performance-Paket ist eigentlich Pflicht, gerade aufgrund der schmirgelnden Reifen. Und auch ansonsten könnt ihr sehr schnell durch Sonderausstattung wie die LED-Scheinwerfer mit 750 € und weiteren Schnickschnack das Auto locker auf 30.000 bringen. Was den Verbrauch angeht, gibt Ford 6 Liter an. Aber ehrlich gesagt, dieses Teil ist so geil am Gas hängt, dass man einfach auch im Normalbetrieb immer wieder kleine Kickdowns haben möchte. Und dann kommt man auf ungefähr 8 im echten Mittel. Wenn du natürlich ordentlich reinlangst, dann kannst du auch locker über die 10 kommen. Zum Thema Qualität und Zuverlässigkeit. Im Grunde ist das Fahrzeug wirklich ordentlich verbaut. Hier passt alles. Was
öfter vorkommen soll, dass gerade um den Navi-Bereich anfangen soll zu knarzen. Da kann dann mit Filz nachgeholfen werden. Auch soll es an den Türleisten Teile geben, die sehr leicht abfallen, was tatsächlich sehr häufig vorkommt. Und die Sitze von Recaro sollen öfters mal im Sitzbett solche Falten haben. Bei dem hier ist es nicht der Fall, da ist alles straff. Aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass die Spaltmaße Gras an der Front, an der Motorhaube schon ordentlich groß sind. Und das Teil ist ja im Grunde neu. Hin und wieder soll es tatsächlich auch undichte Motoren geben, wie ich mitbekommen habe, aber das soll tatsächlich nicht überbordend sein. Insofern lässt sich sagen, ein qualitativ normales Auto. Es ist jetzt nicht der höchste Standard, gerade aufgrund der Haptik von den Materialien, aber es scheint solide verbaut zu sein und als Alltagssportler auch vom Preis passend. Was lässt sich abschließend sagen? Der Dreizylinder ist definitiv ein leistungsstarker Motor, der so richtig viel emotionalen Fahrspaß bringt. Das Teil ist ein Fahrzeug für Stadtflitzer und Hobbyrennfahrer und macht gerade so viel Spaß, weil es nicht das perfekte Auto ist. Das ist keine Präzisionsmaschine mit einem hubraumstarken Motor. Die Bremsen, die faden irgendwie, die Reifen drehen andauernd. Er ist ein bisschen wild in den Kurven. Aber genau das macht diesen Riesenspaß bei diesem Fahrzeug. Genau das bringt diesen totalen Grinseffekt, weil du dieses Auto unheimlich gerne hochjagst, weil er so drehfreudig ist, weil er so emotional ist. Und deswegen gibt es von mir 2 Daumen nach oben für den Fiesta ST. High Class sieht anders aus, aber für die enorme Fahremotionalität ist es genau das richtige Auto. Und ich könnte mir sowas total vorstellen als Alltagsflitzer. Ich hoffe, euch hat es richtig viel Spaß gemacht und es war spannend für euch zuzuschauen. Ihr konntet meine Emotionen ein bisschen fühlen. Und wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da und macht hier dieses Klingeling-Bing, diese Glocke da an. Und dann sehe ich euch hoffentlich demnächst wieder. Fahrt immer sicher und bringt Power auf die Straße.